Wenn du in Gran Turismo 7 oder im Simracing allgemein schneller werden willst, stellst du dir früher oder später eine entscheidende Frage. Muss ich wirklich manuell schalten lernen? Nach unserem letzten Video zum Thema Bleifuß und wie wichtig die feine Pedalkontrolle für deine Rundenzeiten ist, gehen wir heute den nächsten logischen Schritt. Servus Leute und willkommen zurück bei GT3 Racing und willkommen zu einer neuen Meisterklasse. Heute schauen wir uns die 5 entscheidenden Gründe an, warum das manuelle Getriebe der Automatik in jedem einzelnen Aspekt überlegen ist. Keine trockenen Theoriewüste, sondern harte Fakten, die dich auf der Strecke sofort schneller machen. Und nein, es geht nicht nur darum, den Motor lauter aufheulen zu lassen. Es geht um Fahrzeugrotation, Benzinmanagement und wertvolle Millisekunden. Lasst uns direkt einsteigen. Der wohl offensichtlichste Fehler der Automatik ist, wann sie schaltet. Die Automatik in GT7 ist stur. Sie dreht den Motor fast immer bis in den roten Drehzahlbereich, bevor sie den nächsthöheren Gang einlegt. Nehmen wir hier als perfektes Beispiel den BMW M4 in der Gruppe 4. Wir fahren hier in Suzuka aus der Schikane raus und beschleunigen voll auf die Zielgerade. Als Referenz blende ich hier den Geist von meiner vorigen Runde ein. Wenn wir das Auto jetzt gnadenlos ausdrehen lassen, so wie die Automatik es tun würde, merkt man im ersten Moment gar nicht, wie viel Zeit man eigentlich liegen lässt. Ihr seht hier im Video, den Unterschied zum Geist liegt erst einmal nur im minimalen Hundertstel oder Tausendstel Bereich. Man denkt sich, alles in Ordnung, die Automatik macht einen guten Job. Aber jetzt schauen wir uns die nächste Runde an, die wirklich schnelle Runde. Diesmal nehme ich das manuell in die Hand und schalte genau am Sweet Spot, bei ca. 6500 Umdrehungen. Das ist exakt der Moment, wo die Drehzahlanzeige unten im HUD gerade erst ersichtlich anfängt zu blinken. Und jetzt schaut euch an, was passiert. Sobald ich hier richtig schalte, zieht mein Auto und der Geist plötzlich förmlich davon. Ihr seht genau, wie wir sofort Meter gut machen. Während die Automatik das Auto hier vorher im roten Bereich regelrecht in ein Leistungsloch gefahren hat, nehmen wir jetzt die volle Power und Beschleunigung mit auf die lange Gerade. Das ist pure, kostenlose Rundenzeit. Jedes Auto hat eine andere Leistungskurve, das sogenannte Powerband. Bei vielen Fahrzeugen, besonders bei drehmomentstarken Turbomotoren oder bestimmten GT3-Boliden, fällt die Leistung schon lange vor dem roten Bereich massiv ab. Wenn du mit Automatik fährst und der Motor über diesen Peak hinausdreht, verlierst du pure Beschleunigung. Das Auto schreit zwar, aber es zieht nicht mehr. Wenn wir manuell schalten, können wir genau an dem Punkt hochschalten, wo die Leistung am höchsten ist. Bei manchen Autos bedeutet das, dass der Schaltblitz im Hut noch nicht einmal annähernd leuchtet. Auf kurzen Geraden bringt dir das sofort einen Geschwindigkeitsvorteil, der sich über eine ganze Runde auf mehrere Zehntelsekunden aufaddiert. Kommen wir nun zu Punkt 2, einem Detail, das von Anfängern oft völlig übersehen wird: das Halten der Gänge. Stell dir folgende Situation vor: Du kommst aus einer Kurve, beschleunigst und etwa 30 Meter vor der nächsten Bremszone schaltet die Automatik noch einmal kurz in den 5. Gang hoch. Nur damit du eine Sekunde später beim Anbremsen sowieso wieder in den 4. Gang runterschalten musst. Dieser kurze Schaltvorgang kostet dich Zeit. Selbst bei modernen sequentiellen Renngetrieben gibt es für den Bruchteil einer Sekunde eine Zugkraftunterbrechung. Das bedeutet keine Beschleunigung und noch schlimmer, der Luftwiderstand bremst das Auto in diesem Moment minimal ab. Wenn du manuell fährst, bleibst du einfach im 4. Gang. Du fährst ihn ganz leicht in den Begrenzer. Du sparst dir das Hochschalten, du sparst dir das zusätzliche Runterschalten und du hast einen viel weicheren Übergang in die Bremsphase. Rennsport ist ein Spiel der Millisekunden und genau hier sammelst du sie auf. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten fahrphysikalischen Aspekt, die Motorbremse oder auf Englisch Engine Braking. Wenn du auf A+-Niveau fährst, weißt du, dass Bremsen nicht nur dazu da ist, um langsamer zu werden. Bremsen verändert die Gewichtsverlagerung und damit die Rotation deines Autos. Die Automatik in GT7 verhält sich defensiv. Sie schaltet erst herunter, wenn die Drehzahl weit genug gefallen ist, um das Auto stabil zu halten. Aber genau das wollen wir oft gar nicht. Wenn wir manuell aggressiver und früher herunterschalten, erzwingen wir ein starkes Bremsmoment auf der Hinterachse. Das Heck wird leicht nervös,
lenkt aber dadurch viel williger in die Kurve ein. Aber noch viel wichtiger, weil die Motorbremse dir hilft, das Auto zu verzögern, musst du das Bremspedal nicht mehr so hart drücken. Dadurch entlastest du die Vorderreifen. Der Grip, den die Vorderreifen vorher zum reinen Abbremsen gebraucht haben, steht dir jetzt zu 100% für das Einlenken zur Verfügung. Du triffst den Apex viel exakter, fährst eine engere Linie und kannst früher wieder aufs Gas gehen. Wer das einmal gemeistert hat, wird nie wieder eine Automatik anfassen. Punkt 4 ist das direkte Gegenteil der Motorbremse, das Short Shifting, also das gezielte, extrem frühe Hochschalten beim Herausbeschleunigen. Das hat zwei massive Vorteile. Nummer 1, Traktion. Stell dir vor, du fährst eine starke Gruppe 3 Maschine ohne Traktionskontrolle aus einer extrem langsamen Kurve heraus. Bleibst du im ersten oder zweiten Gang, drehen dir sofort die Hinterräder durch. Dein Heck bricht aus, du musst korrigieren und verlierst unfassbar viel Schwung. Schaltest du aber sofort in den nächsthöheren Gang, nimmst du das aggressive Drehmoment von den Reifen. Das Auto hat vielleicht auf dem Papier weniger Leistung anliegen, aber du bekommst 100% dieser Leistung auf den Asphalt, anstatt sie in Rauch aufgehen zu lassen. Vorteil Nummer 2, Benzin sparen. Gerade in den Daily Races oder Ligarennen, wo Reifenverschleiß und Benzinverbrauch eine Rolle spielen, ist Short Shifting deine mächtigste Waffe. Viele Leute regeln das über die Fuel Map im MFD und stellen diese auf 2 oder 3. Das macht dich aber auf der gesamten Strecke langsamer. Wenn du die Fuel Map auf 1 lässt und stattdessen einfach extrem früh hochschaltest, besonders im Windschatten deiner Gegner, sparst du massiv Sprit, verlierst aber keine signifikante Rundenzeit. Das erspart dir oft einen kompletten, rennentscheidenden Boxenstopp. Der 5. Punkt fasst all das zusammen. Dein Auto verhält sich nicht in jeder Runde gleich. Ein Rennen ist absolut dynamisch. Am Anfang des Rennens hast du einen vollen Tank. Das Auto ist schwer und schiebt über die Vorderachse. Später fährst du vielleicht auf abgenutzten Reifen, hast aber ein leichtes Auto. Wenn du im Zweikampf bist, musst du oft eine defensive, viel engere Linie fahren als im reinen Time Trial. Für diese völlig unterschiedlichen Situationen brauchst du in exakt derselben Kurve oft unterschiedliche Gänge. Wenn du abgefahrene Reifen hast, nimmst du am Kurvenausgang einen höheren Gang, um das Rutschen zu verhindern. Wenn du im Zweikampf eine enge Linie erzwingen musst, brauchst du einen niedrigeren Gang für mehr Motorbremse. Die Automatik kennt aber nur ein stures Programm. Sie wird dir im Zweikampf nicht helfen und sich nicht an deine abgefahrenen Reifen anpassen. Du beraubst dich selbst deiner wichtigsten Werkzeuge, wenn du der KI das Schalten überlässt. Das Fazit ist also glasklar. Manuelles Schalten macht dich nicht nur auf der reinen Hotlap schneller, es gibt dir die ultimative Kontrolle über die Gewichtsverlagerung, deinen Reifenverschleiß und deine Rennstrategie. Wenn du bisher Automatik fährst, habe ich hier eine kleine Hausaufgabe für dich. Gehe in ein Zeitfahren auf eine Strecke, die du in- und auswendig kennst. Schalte auf manuell um. Vergiss die Rundenzeit. Schau nicht auf das Delta. Dein einziges Ziel für die ersten 10 Runden ist es, einfach nur die richtigen Gänge zu treffen, ohne dich zu verschalten. Sobald das in dein Muskelgedächtnis übergeht, wirst du fast wie von allein schneller. Wenn du tiefer in solche Themen eintauchen willst oder direkte Hilfe brauchst, dann schau unbedingt in der Degree Academy und Community auf Discord vorbei. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Wir helfen uns dort täglich gegenseitig auf das nächste Level zu kommen. Und falls du ganz gezielt an deiner Pace feilen möchtest und professionelle, individuelle Betreuung suchst, ich biete euch persönliches 1:1 Coaching über Digit Racing an. Den Link dazu findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Lass uns gemeinsam deine Rundenzeiten nach unten drücken. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese kompakte Meisterklasse geholfen hat, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine Setups und Fahrtechnik-Tipps mehr zu verpassen.
Hier auf dem Bildschirm habe ich euch jetzt direkt ein weiteres Video verlinkt, das perfekt an unser heutiges Thema anknüpft. Klickt da unbedingt rein und macht direkt weiter. Wir sehen uns auf der Strecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kren.